Auf dem diesjährigen Genfer Autosalon wird BYD zwei neue Modelle für Europa präsentieren. Auch wenn die weltbekannte Automesse sozusagen am Sterben ist, lohnt es sich dieses Mal eventuell doch einen genaueren Blick zu riskieren. Denn eines der neu gezeigten Modelle ist BYDs Kleinwagen für die Masse. Alles, was man dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Habt ihr eigentlich schon zum Beispiel die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. So gut wie alle bekannten Autohersteller bleiben heuer dem Genfer Autosalon fern. So ist kein einziger deutscher Hersteller zugegen. BMW zum Beispiel setzt lieber auf Social Media und lässt auch andere Automessen wie die in Paris oder Detroit sausen. Audi, Mercedes, Porsche und VW sehen das genauso und viele andere Marken auch. So war der Plan, zumindest in Genf, dass vermehrt asiatische Marken vorgestellt werden und die klaffende Lücke füllen sollen. Doch das ging bisher auch in die Hose. Es resultieren viele Absagen und leere Messestände. Insgesamt sind nur 8 bekannte Autohersteller auf dem Genfer Autosalon zu finden. Dacia, Isuzu, Lucid, MG, Microlino, Pininfarina, Renault und eben BYD. Bei letzteren wird es aber mächtig interessant, denn BYD nutzt die Abwesenheit der meisten anderen Marken, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Denn sie wollen direkt 2 neue Modelle für den europäischen Markt vorstellen und das können eigentlich nur 2 bestimmte Modelle sein. Wie sich viele vielleicht schon denken konnten, wird das erste Modell der BYD Dolphin Mini sein. Wenig überraschend wurde auch schon vorher angeteasert, dass der in China Seagull genannte Kleinwagen nach Europa und auch nach Deutschland kommen könnte. Der BYD Dolphin Mini ist 3,78 Meter lang, 1,71 Meter breit und 1,54 Meter hoch bei einem Radstand von 2,5 Metern. Damit fällt er 345 mm kürzer, 55 mm schmaler und 30 mm niedriger aus als der normale BYD Dolphin. Das Leergewicht soll zwischen 1160 und 1240 Kilogramm liegen. Der Dolphin Mini wird schon seit knapp einem Jahr als wie schon erwähnt BYD Seagull gebaut und bietet über einen Frontantrieb 55 kW oder 75 PS Leistung bei einem maximalen Drehmoment von 135 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Die Reichweite liegt, wohlgemerkt nach chinesischer CLTC-Norm, bei 305 Kilometern mit 30 Kilowattstunden großer Lithium-Eisenphosphat-Batterie und 405 Kilometern mit 39 Kilowattstunden großem Akku. BYD selbst stellt sogar bis zu 427 Kilometer Reichweite in Aussicht, was wohl sehr stark bezweifelt werden dürfte. Die Aufladung von 30 auf 80% Akkukapazität soll demnach in 29 Minuten gelingen. Ich habe erst vor kurzem ein detailliertes Video zum BYD Dolphin Mini gemacht, welches ihr hier oben rechts im Video verlinkt findet. Das zweite Modell kommt eventuell doch überraschend, denn es soll das SUV Yangwang U8 sein. Als technischer Unterbau des 5,32 Meter langen, 2,05 Meter breiten und 1,93 Meter hohen Yangwang U8 dient die neue E4-Plattform des BYD-Konzerns, die alle künftigen Modelle der Submarke nutzen werden. Darin ist ein 4-motoriger Elektroantrieb integriert. Jedes Rad erhält also eine eigene E-Maschine, wodurch ein Allradantrieb und ein feinfühliges Torque-Vectoring gewährleistet sind. Als Range Extender fungiert ein 2-Liter Turbobenziner. Die Gesamtreichweite aus 49 Kilowattstunden LFP-Akku und 75 Liter Tank soll auf unterschiedlichen Untergründen etwa 1000 Kilometer betragen. Yangwang stellt eine Systemleistung von etwa 1200 PS und insgesamt bis zu 1280 Newtonmeter in Aussicht. Von 0 auf 100 km/h soll der U8 in 3 Sekunden beschleunigen. Sogar schwimmen soll er dank seines Antrieblayouts können. Yangwang behauptet, Plattform und Karosserie vollständig gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet zu haben. Dem Hersteller zufolge schafft es die Standardversion mit dem Beinamen Luxury durch etwa 1 Meter tiefes Wasser, während die Offroad Enthusiast Edition dank ihres Schnorchels für den Range Extender sogar bis zu 1,40 Meter eintauchen können soll.
In China wird der BYD Dolphin Mini ab umgerechnet rund 10.000 € angeboten. Bei uns wird der Preis wohl zwischen 20.000 und 25.000 € beginnen. Das elektrische Luxus-SUV Yangwang U8 kostet in China mindestens umgerechnet ca. 143.000 €. Mit dem Genf-Debüt dürfte die Submarke ihren Europastart vorbereiten, der U8 wird also auch nach Deutschland kommen. Wann es soweit sein und was er kosten wird, ist bisher allerdings noch unklar. Wie findet ihr die neuen Modelle von BYD? Und was haltet ihr eigentlich vom Genfer Autosalon? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!